Alter, und da schreit die Bremse und ich habe mir gerade noch gedacht, na, ob das so eine gute Idee ist, heute mal mit extra feinem kleinen Setup ans Nordmeer zu gehen. Ei, 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 und ich muss zumachen. Ich muss ihn ein bisschen bremsen. Also, jetzt hat er natürlich extra nochmal ein paar Meter mehr Schnur gezogen. Und ja, ich würde sagen, ungefähr 50 Meter Schnur oder mehr schon abgezogen, weil ich jetzt gerade alles anmachen musste. Und dafür, naja, das konnte ich halt nicht mal eben so machen. Dafür musste ich ihn laufen lassen. Und ja, wir gucken uns einfach mal an, was das ist. Ich habe mir gedacht, komm, gehst du mal extra fein und ein bisschen kleiner hier rein ans Nordmeer, weil ich ja sonst auch regelmäßig mit dem dicken Setup hier unterwegs bin. Und an für sich, kann man da ja auch mal ein bisschen kleiner reingehen, ne? Wenn man am Kupfersee klein unterwegs ist, wenn man an den ganzen Gewässern immer schön klein und fein unterwegs ist, warum denn nicht auch mal am Nordmeer? Einfach um noch mal ein bisschen Bonus-Action zu haben. Alter Falter. Naja, mal gucken, was es ist. Er gibt richtig Gas, aber ich habe überhaupt keine Einschätzung. Vor allem größentechnisch. Ich habe das Setup jetzt hier das erste Mal in Verwendung in der Kombination. Alter, und zum Glück habe ich die große Rolle dann doch drauf gemacht. Ich hatte erst überlegt, die Goliath drauf zu machen. Aber zum Glück dann doch einfach hier das Riesenteil drauf gemacht. Immerhin 400 noch was mit der Schnur. Gar nicht so schlecht. Und insgesamt sind wir hier bei 136 Kilo. 136 Kilo, ja. Also, es sieht an für sich ganz gut aus. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich den reinbekomme hier. Tempo 4:1. Es ist halt nur in Anführungszeichen nur die 30.000er Borealica hier drauf, was ja schon gut ist. Aber damals gab es halt die 40.000er noch nicht. Die 40er. Und deswegen ist es nur die 30er Borealica. Aber für sowas hier reicht es, glaube ich, schon mal ganz gut. Und man muss halt einfach ein bisschen warten, ne? Einfach ein bisschen Geduld haben. Ich habe überhaupt keinen Schimmer, wie gesagt, was es sein kann. Kopfschläge sind da, kann durchaus ein Hai sein. Die Köder sind jetzt nicht so ganz groß. Ich wollte an für sich auf Rotbarsch gehen, denn da gab es so einen schönen Beitrag im Discord vom Sven, UL Sven. Und der hatte hier schön Rotbarsch geangelt. UL-mäßig, also schön auch hier mit den leichten Pilkruten. Und auf 60 Kilo war er hier noch unterwegs. Und ich denke mal, er hatte nicht sowas hier dran. War zumindest nicht in seinem Kescher zu sehen. Schöne Brocken. Ja. Und man muss ihn halt leider die ganze Zeit bremsen, ne? Also das, was ich jetzt hier mache, ist quasi kontinuierliches, in dem Moment, wo er abziehen will, immer wieder Bremse zu machen. Also reinkurbeln. Und wenn er dann abziehen will, immer mal wieder kurz blocken, dass er eben dann nicht abzieht. Das ist mir ein bisschen zu tricky. Ich lasse ihn erstmal noch ein bisschen kämpfen. Ganz auf entspannt. Ich habe extra darauf geachtet, dass ich viel Schnur drauf habe. Habe extra eine Schnur genommen, ja, dass es eben ausreichend ist. Also wie gesagt, um die 500 Meter sind jetzt hier fast drauf. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass das hier gleich ausreichend ist, ne? So. Gucken wir mal. Oh, der macht mir noch zu viel Kopfschläge, ne? Deswegen will ich nicht so weit in den roten Bereich gehen. Ich hatte das vor nicht allzu langer Zeit auch wieder starke Kopfschläge und dann geht man bis in den roten Bereich und bam, auf einmal kommt dann wieder so ein Kopfschlag und dann ist halt, zack, das Setup weg, die Schnur abgerissen. Dann will ich halt diesmal nicht. Deswegen gehe ich diesmal vorsichtiger rein und gehe dann lieber länger in den Drill, mache immer mal wieder auf und lasse ihn einfach auf längere Zeit auch vielleicht ein bisschen müde werden. Und wenn er dann diese erste Kampfphase überstanden hat, also wenn die erste Actionphase so ein bisschen durch ist, dann kann man ihn ja immer noch locker reinziehen und gucken, dass er dann vielleicht, ja, dann macht er auch nicht mehr so doll die Kopfschläge.
Aber bis dahin immer mal wieder trotzdem bremsen, ne? Also wenn er so ins Ziehen kommt, dieses kontinuierliche Abhauen. Bremsen. So, stopp, stopp, stopp. So. Ja, und das mache ich jetzt noch ein bisschen länger. Ich bin gespannt, wie lang. Das Ganze wird noch ein bisschen dauern hier. 200 Meter Schnur haben wir jetzt weg. Und es kommen immer wieder noch diese Schläge. Jawohl, haben wir ihn jetzt einmal überwunden. Alter. Alter. So. Jawohl. Sehr gut. Ja, und so in der Art muss ich jetzt weitermachen. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, dass das jetzt in dem Stil, dass das jetzt gut funktioniert. Und dass nichts schief geht. Alter. Ich vermute fast ein Heringshai oder sowas. Also so von den Kopfschlägen hin und her und so. Ich vermute ein Heringshai oder ein fetter Konga oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, was das sein kann. So, wir kommen so langsam in eine Phase, wo er deutlich müder wird, nicht mehr ganz so viele Kopfschläge macht. Aber jetzt ist es so eine tricky Phase, wo es gerade so in einem Grenzbereich ist. Schafft er es noch, in den roten Bereich zu ziehen oder nicht? Also eine ganz gefährliche Phase auch nochmal. Macht man auf oder macht man nicht auf? Das ist halt immer jetzt gerade so ein bisschen tricky. Jedes Mal aufmachen kostet natürlich wieder ungefähr 5 Meter. Und dann zieht er schnell wieder weg. Und jedes Mal nicht aufmachen macht ihn eben nochmal richtig schön müde. Schön hoch mit der Rute, damit er auch den vollen Blank immer umbiegen muss. Also die Kraft des gesamten Blanks, die Schnur und alles, das muss er erstmal runterziehen. Und ich kurbel auch nicht. Also es geht jetzt hier nicht darum, die ganze Zeit einzukurbeln. Anfangs natürlich, um die Kopfschläge abzufedern, damit da kein Spannungsverlust ist. Aber hier wird es nur so gekurbelt, dass man so gerade so ein bisschen nachzieht. Und schön im grünen Bereich bleiben. Einfach nur immer so ein bisschen Druck aufbauen. Und mehr nicht. Und jetzt immer nur warten. So. Es wird auch langsam eng, muss ich sagen. So wahnsinnig viel Schnur ist nicht mehr drauf. So, mittlerweile bin ich hier bei 380 Meter, 390 Meter und er lässt sich so langsam reinkurbeln. Also ohne Witz, ey. Ich glaube, das nächste Setup muss ich mal gucken, dass da noch mehr Schnur drauf geht. Alleine damit das entspannter wird, ne? Es ist einfach tricky, ich sage es dir, ey. Ohne so viel Meter Schnur auf der Rolle. Katastrophe, Alter. Absolute Katastrophe. Tja, und jetzt muss man das Ganze natürlich auch noch reinkurbeln, ne? Ich kurbel hier schon. Der war bei ungefähr 300 Meter, war er dann doch so einigermaßen platt. Und jetzt kurbel ich ihn schon seit 90 Metern hier. Und natürlich ist die Bremse hier oder die Rolle hier relativ langsam. Und das Ganze braucht ewig. Also gut immer natürlich noch Ersatztickets dabei haben fürs Nordmeer, für solche Aktionen. Mindestens Happy Hour vorbei, na klar. Also die Stunde ist rum, oder? Ja, die Stunde vom Drill noch nicht ganz, aber wir sind hier schon seit rund 50 Minuten im Drill. Die ersten Fische, ist ja der 4. Fisch jetzt hier gerade. Wir gucken gleich natürlich nochmal im Detail rein, was denn eigentlich der Plan war hier an der Stelle. Mann, das war schon ein heftiger Drill. Also kann man nicht anders sagen, macht aber natürlich auch Bock. Nichtsdestotrotz nimmt man so einen Drill natürlich auch gerne mit, wenn man das passende, dicke, fette, schwere Setup hat. Apropos Setup, da gucken wir natürlich jetzt auch gleich im Anschluss rein. Ich bin übelst gespannt natürlich, was es überhaupt ist. Abgefahren, Crazy, dicker, fetter Drill und das eigentlich auf der Suche nach Rotbarsch und Co. Das ist einfach verrückt. 25 Meter noch und wir kommen natürlich hier
Stück für Stück in langsamen Schritten vorwärts. 20 Meter. So, er ist noch nicht mal so schwer, dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit in den leichten Gang gehen muss. Also na klar, ich habe auch zwischendurch mal gewechselt hier in diesem leichten Gang. Aber da bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob das jetzt irgendwie schneller geht. Also eine Umdrehung gleich ungefähr 1, auf der Spule. Also es macht eigentlich kaum einen Unterschied. Weil ich kurbel ja eigentlich auch relativ schnell. Er kommt ja nicht in Stocken in dieser schnellen Übersetzung. Ne? Und damit mache ich eben 4 Umdrehungen mit einmal kurbeln. Also das ist ein bisschen tricky. Ich habe es gerade mal so ein bisschen ausgemessen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also 6 Mal gekurbelt, 6 Umdrehungen für einmal diese 5 Meter. Kann das sein? Ich muss mir das nochmal genau angucken. Und ich glaube 15 Mal bei der anderen Übersetzung. Und dann sind die 5 Meter wieder umgesprungen. So, apropos 5 Meter, wir sind gleich in dem besonderen Bereich, in dem 5-Meter-Bereich, wo man dann so langsam auch schon was erahnen kann, was es für ein Fisch ist. Da ist er. Alter, soll ich schon reingucken oder noch nicht? Die Bremse ist nach wie vor zu. Ich habe sowas von keine Ahnung. Soll ich gucken? Nein! 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 Wieso? Es hätte sowas Schönes sein können. Es hätte sowas Schönes sein können. Es ist ein oller Riesenhai. Den hatte ich ja schon lange nicht mehr. Den hatte ich ja schon lange nicht mehr. Och nö, Riesenhai. Was machst du denn hier, Alter? 130 Kilo Riesenhai. Hör doch mal auf, Alter. Naja, was willst du machen, ne? Passiert nun mal. Alter, verschluckt sich das Dingen. 130 Kilo Riesenhai. Alter, der Nasenbär, ey. Naja. Also, kohlemäßig wahrscheinlich nicht so nice. So ein Baby-Riesenhai, der ist ja viel zu klein. So, gehen wir jetzt mal ins Eingemachte. Was hatte ich denn hier eigentlich vor? Rotbarsch. Rotbarsch war das Ziel. Ja. Und wie gerade schon gesagt, der UL Sven hatte hier richtig schön Rotbarsch auch gefangen. Ganz gute Brocken gefangen. Und zwar komplett eben hier auf so einem Setup. Mit Gummimax ging das ganz gut. Ja, die 8er Gummimax 01. Und das war ungefähr sein Setup oben. Das ist natürlich jetzt wieder was anderes. Was hat er gefressen? Er hat gefressen so ein Gummimack. Nur das ist so angenehm. Also, geht auch. Kalmare hatte ich und Dornhaie. Aber ich bin weitergetrieben und weggetrieben. Der Sven war hier in dieser Area. Und da hieß es jetzt in den letzten Tagen schon mehrfach Rotbarsch-Alarm. Und als ich dann so langsam hier in den 90er, 97er Bereich getrieben bin, habe ich gedacht, naja gut, warum auch nicht? 90er hat ja jetzt in den letzten Tagen oder letzten Wochen ganz gut geliefert, auch hier oben bei ungefähr 90 Meter oder hier in dem Bereich. Also war gar nicht so schlecht. Einfach mal weitermachen. Und es war ja auch erstmal nicht so schlecht mit den ersten Fischen hier. Zack, zack, Kalmar und Dornhai. Wollte ich natürlich gerne mehr davon. Aber das jetzt hier so eine Stunde, alter Falter, auf 145 Kilo. Alter Falter, geht dann der Riesenhai rein. Ja, ich fahre jetzt hier wieder hin und ich fahre jetzt dahin und suche weiter Rotbarsche. Vielleicht ballert ja noch ein Rotbarsch rein, aber trotz allem bleibe ich auf diesem etwas kleineren Setup, denn irgendwie macht's ja trotzdem Bock. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Petri.